Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne einmal alles erklären, was ihr über die Jerry Workshop Island wissen müsst. Angefangen mit den ganzen Geschenken, welche hier auf der Insel verteilt sind, denn diese könnt ihr in der Nähe der Häuser finden oder auch sogar auf den Häusern oder auch auf dem Schneemann oder bei dem Baum. Wenn ihr Probleme habt, die Geschenke zu finden, gibt es auch einen Kompass, den ihr bei den Chicken Rennen bekommen könnt, zu denen komme ich aber später. Denn der Kompass zeigt euch dann genau an, wo ihr das nächste Geschenk in der Nähe finden könnt. Und wenn ihr dann jede Season die 20 Geschenke eingesammelt habt, gibt es sogar noch eine zusätzliche Belohnung und dann könnt ihr euch hier vorne noch ein grünes Geschenk als weitere Belohnung abholen. Insgesamt gibt es die Geschenke nämlich in den 3 Raritäten Weiß, Rot und Grün. Wobei die roten die wertvollsten mit den besten Belohnungen sind und in den weißen Geschenken sind die schlechtesten Belohnungen. Aus den Geschenken könnt ihr dann beispielsweise Coins bekommen oder auch Skill XP für die verschiedenen Skills, die es im Spiel gibt. Neben diesen Sachen gibt es aber auch zahlreiche Items, die ihr aus den Geschenken erhalten könnt. Einige davon habe ich mal hier euch dargestellt. Beispielsweise die Skill XP Boosts, die es in 3 Variationen gibt. Oder auch Enchanting Bücher wie Looting 4, Scavenger 4 und Luck 6. Oder eine Eisrune. Dann gibt es auch noch verschiedene Möbel- oder Minion-Skins, welche an das winterliche Thema angelehnt sind. Außerdem könnt ihr auch einen Schneemini erhalten oder das Gifte Fisch, wobei diese beiden Items schon etwas seltener sind, oder auch diese beiden CDs. Und ab den grünen Geschenken besteht sogar die Möglichkeit, einen Teil des Snowsuits zu bekommen. Dieser ist ganz nützlich für das Event. Und im roten Geschenk könnt ihr sogar einen Snowman Pet erhalten oder einen Krampus Helmet, den ich euch hier mal eingeblendet habe. Und damit kommen wir zu dem Chicken Rennen, an dem ihr teilnehmen könnt, wenn ihr euch auf den Berg begebt, welcher sich rechts auf der Jerry Workshop Island befindet. Bei dem Chicken Rennen gibt es insgesamt 4 Schwierigkeitsstufen und für jede dieser Schwierigkeitsstufe erhaltet ihr verschiedene Belohnungen, die ich hier mal habe. Als erstes bekommt ihr ein rotes Geschenk, das zweite ist der Giftkompass, den ich schon vorher gezeigt hatte. Als dritte Belohnung erhaltet ihr das Frozen Chicken, welches ein Rare Talisman ist. Und die letzte Belohnung ist Jingle Bells, welches die Fähigkeit hat, dass ihr alle Gegner in eurer Nähe zu euch lockt, wenn ihr die Fähigkeit des Items verwendet. Den einzigen richtigen Tipp, den ich euch geben kann bei dem Rennen wäre, dass ihr die Kurven so eng wie möglich nehmt, um eine möglichst gute Zeit zu erreichen. Und dann nach ein paar Mal probieren solltet ihr das dann eigentlich auch geschafft haben. Und wenn ihr die Ringe nicht sehen könnt, müsst ihr mal in eure Video-Settings gucken und dort müssen Partikel an sein, damit ihr auch selber die Ringe sehen könnt. Ansonsten würde ich euch auch nicht empfehlen, das Rennen zu machen, während gerade das Event auf der Insel stattfindet, das dann vielleicht zu stark leckt, damit ihr das Huhn ordentlich steuern könnt. Eine weitere Sache, die man auf der Jerry Workshop Island machen kann, ist Angeln. Denn hier gibt es 4 neue Seekreaturen zu fangen, die es nirgendwo anders zu fangen gibt. Dieser wären der Frozen Steve, wenn ihr Level 7 im Angeln seid. Dann gibt es ein Frosty ab Level 13. Ab Level 21 im Angeln könnt ihr den Grinch fangen. Und wenn ihr 25 im Angeln seid, könnt ihr sogar den Yeti fangen, den ich selber noch nicht freigeschalten habe. Besonders der Yeti lohnt sich zu fangen, denn dieser kann wertvolle Items droppen, wie beispielsweise die Yeti Rod oder das Hilt of True Ice, womit man das Yeti Schwert craften kann. Aber wie ihr sehen könnt, ist das Rezept für das Schwert ziemlich teuer und dafür ist die Fähigkeit oder allgemein der Schaden von dem Schwert gar nicht mal so gut. Also würde ich mir vielleicht zweimal überlegen, ob man auf dieses Schwert sparen sollte, aber vielleicht wird es ja in Zukunft besser. Während dem Angeln bekommt ihr hin und wieder dieses Hunk of Ice oder Hunk of Blue Ice und wenn ihr ziemlich viel Glück habt, sogar Flake the Fish, den ihr nur hier fangen könnt. Während dem Angeln könnt ihr theoretisch den Icebait benutzen, um öfter diese Winterseekreaturen zu fangen. Ich würde euch eher raten, aber ein Fishbait oder ein Spikebait zu nutzen, um so effizient wie möglich zu angeln. Mit diesen beiden Hunk of Ice und Hunk of Blue Ice könnt ihr auch noch eure Angel reforgen, dafür müsst ihr zu dem Häuschen hier gehen und dann könnt ihr entweder eure Angel mit Salty reforgen, wodurch eure Angel zusätzliche Chance erhält, Seekreaturen zu fangen, oder der andere Reforge, der gibt das gleiche wie Salty, aber dafür bekommt ihr sogar noch ein bisschen mehr Stärke dazu, jedoch finde ich den Reforge nicht wirklich sinnvoll, da ich nicht weiß, warum man unbedingt Stärke auf einer Angel braucht. Und hier braucht ihr auch dieses Hunk of Blue Ice, welches deutlich seltener ist als das Hunk of Ice.
Und damit kommen wir zur Erklärung des eigentlichen J-Workshop-Events, denn dieses findet ja mal statt kurz bevor die Insel hier schließt, denn man kann die Insel ja nur während dem späten Winter besuchen. Während dem Event spawnen hier vor den Häusern überall Geschenkhaufen, welche von den Spielern verteidigt werden müssen, denn Magma-Gegner, welche aus dem Vulkan gespawnt kommen, versuchen diese Geschenkhaufen zu zerstören. Und hier vorne spawnen dann auch immer Slimes, welche deutlich mehr HP haben. Um die Gegner zu besiegen, kann man entweder diese Kanonen besetzen, wobei die Leute an den Kanonen sich eher um die kleineren Gegner kümmern sollten, und Leute, die Snowblaster benutzen, sollten sich um den Slime kümmern, welcher immer hier oben gespawnt wird. Um möglichst viel Schaden zu machen, würde ich euch noch empfehlen, einen Snowsuit zu besorgen, denn dann habt ihr unendlich viel Schuss mit euren Snowblastern, denn normalerweise haben die ja nur eine begrenzte Anzahl an Schneebällen, die ihr verschießen könnt, bevor ihr sie wieder nachladen müsst. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch noch das Schneemann-Pad besorgen, denn dieses erhöht ja die Feuerrate der Snowblaster. Aber insgesamt ist es nicht wichtig, ob ihr nun erster oder zweiter vom Damage her werdet, denn ihr dürft nicht nur zu wenig Schaden machen, denn ansonsten bekommt ihr weniger Belohnung. Insgesamt würde ich euch für das Event auch empfehlen, einen etwas volleren Server zu suchen, denn wenn zu wenig Leute die Geschenkhaufen verteidigen, kann es passieren, dass diese zerstört werden und dann bekommt ihr auch weniger Geschenke als Belohnung. Ansonsten gibt es hier auf der Insel auch noch 5 Fairy Souls, diese zeige ich euch jetzt aber nicht extra, ich blende euch hier nur mal kurz die Koordinaten für die Fairy Souls ein und in der Videobeschreibung habe ich sie euch auch nochmal verlinkt und auch ein Video, falls ihr das doch extra sehen wollt. Und ansonsten findet ihr in der Infocard heute mal ein Guide zu dem Spook Event und ansonsten wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und ciao.